Schön, dass du dir heute wieder Zeit für Deutsch nimmst. Vielleicht kommst du gerade von der Arbeit, vielleicht bist du unterwegs oder sitzt einfach kurz auf einer Bank. Genau in solchen ruhigen Momenten passieren Gespräche, die ganz einfach klingen und trotzdem wichtig sind. Wenn du Deutsch nicht nur lernen, sondern wirklich fühlen willst, bleib unbedingt dabei und folge dem Kanal für echte, ehrliche Alltagssprache. Bevor wir über Regeln sprechen, lass uns kurz zuhören, wie Menschen im Alltag wirklich reden. In dieser Szene geht es um einen ruhigen Moment, auf einer Bank, wo man Gedanken teilt und Dinge einfach geschehen lässt. Hör genau hin, auch wenn du noch nicht jedes Detail verstehst. Setz dich kurz zu mir. Ich brauche gerade einen Moment. Klar. Du siehst nachdenklich aus. Was ist los? Die Bank hat eben angerufen. Sie wollen heute noch eine Entscheidung. Und? Willst du den Vertrag unterschreiben? Ich weiß es nicht. Alle sagen, ich soll es machen, aber innerlich bin ich mir nicht sicher. Vielleicht solltest du dich nicht drängen lassen. Man muss nicht alles sofort entscheiden. Genau das denke ich auch. Ich will mir das noch einmal in Ruhe lassen. Dann lass den Druck los und hör kurz nur auf dich. Ja, ich lasse mir heute Zeit und rufe morgen zurück. Gute Entscheidung. Manchmal ist es wichtig, sich selbst entscheiden zu lassen. Du hast gerade den Dialog gehört und vielleicht gemerkt, dass viele Wörter ganz natürlich im Gespräch verwendet wurden. Einige davon kennst du schon, andere hast du vielleicht nur aus dem Zusammenhang verstanden. Genau diese Wörter schauen wir uns jetzt gezielt und Schritt für Schritt an. So verstehst du nicht nur den Dialog besser, sondern lernst auch, wie du selbst solche Gespräche führen kannst. Nachdenklich. Wenn jemand nachdenklich ist, denkt er viel über etwas nach. Beispiel: Er ist nachdenklich, weil er eine wichtige Entscheidung treffen muss. Die Entscheidung. Eine Entscheidung ist das, was man wählt oder bestimmt. Beispiel: Die Entscheidung fällt ihm nicht leicht. Unterschreiben. Unterschreiben bedeutet, seinen Namen unter ein Dokument zu schreiben. Beispiel: Sie unterschreibt den Vertrag. Innerlich. Innerlich beschreibt Gefühle oder Gedanken, die man nicht zeigt. Beispiel: Innerlich ist er sehr unsicher. Drängen. Drängen heißt, jemanden unter Druck zu setzen. Beispiel: Der Chef drängt ihn zu einer schnellen Antwort. Lassen. Lassen bedeutet, etwas erlauben oder nicht eingreifen. Beispiel: Er lässt sich Zeit. Die Ruhe. Ruhe bedeutet, keinen Stress, keine Hektik. Beispiel: In Ruhe kann man besser entscheiden. Jetzt kennst du die wichtigsten Wörter aus unserem Dialog. Der nächste Schritt ist, sie selbst aktiv zu benutzen. Wir schauen uns die Szene noch einmal an. Diesmal fehlen einige Wörter. Keine Sorge. Hör auf dein Gefühl und setze genau die Wörter ein, die du gerade gelernt hast. So wird aus Verständnis echte Anwendung. Setz dich kurz zu mir. Ich brauche gerade einen Moment. Klar. Du siehst nachdenklich aus. Was ist los? Die Bank hat eben angerufen. Sie wollen heute noch eine Entscheidung. Und? Willst du den Vertrag unterschreiben? Ich weiß es nicht. Alle sagen, ich soll es machen. Aber innerlich bin ich mir nicht sicher. Vielleicht solltest du dich nicht drängen lassen. Man muss nicht alles sofort entscheiden. Genau das denke ich auch. Ich will mir das noch einmal in Ruhe lassen. Dann lass den Druck los und hör kurz nur auf dich. Ja, ich lasse mir heute Zeit und rufe morgen zurück. Gute Entscheidung. Manchmal ist es wichtig, sich selbst entscheiden zu lassen.
Super! Du hast die Wörter im Text aktiv eingesetzt und gesehen, wie lassen in echten Gesprächen benutzt wird. Jetzt schauen wir uns die Verbkonjugation von lassen genauer an. So kannst du nicht nur verstehen, was jemand sagt, sondern selbst korrekt ausdrücken, wenn du etwas erlaubst, zulässt oder bewusst nicht eingreifst. Verb lassen. Wie wir im Dialog gehört haben, steht David unter Druck. Er soll eine Entscheidung treffen, aber innerlich ist er noch nicht so weit. Genau in solchen Situationen hören wir im Deutschen sehr oft das Verb lassen. Zum Beispiel sagt David: Ich lasse mir heute Zeit. Und Sarah sagt: Du solltest dich nicht drängen lassen. Hier merken wir sofort, es geht nicht um eine schnelle Aktion, sondern um Ruhe, Zeit und keinen Zwang. Was bedeutet lassen im Alltag? Im Alltag bedeutet lassen sehr oft etwas nicht erzwingen, etwas zulassen oder sich selbst Zeit und Raum geben. Wenn jemand sagt, ich lasse mir Zeit, dann heißt das, ich entscheide später, ohne Stress. Wenn jemand sagt, ich lasse mich nicht drängen, dann heißt das, ich akzeptiere keinen Druck von außen. Du kannst dir lassen also wie ein inneres Stopp, langsam vorstellen. Lassen im Präsens. Jetzt hören wir uns ganz ruhig an, wie lassen im Präsens gesprochen wird. Ich lasse. Du lässt. Er, sie, es lässt. Wir lassen. Ihr lasst. Sie lassen. Im Dialog hören wir ganz klar, ich lasse mir heute Zeit. Diese Formen solltest du gut erkennen, nicht auswendig lernen. Lassen mit einem zweiten Verb. Sehr oft kommt nach lassen noch ein weiteres Verb. Dieses Verb steht am Ende des Satzes und bleibt ohne Endung. Hör dir diese Sätze langsam an. Ich lasse den Vertrag prüfen. Er lässt das Auto reparieren. Sie lässt sich nicht stressen. Wichtig ist hier nur eines. Das zweite Verb bleibt ruhig. Es verändert sich nicht. Kurze Fragen und Antworten. Warum unterschreibst du heute noch nicht? Ich lasse mir Zeit. Warum sagt er nicht sofort ja? Er lässt sich nicht drängen. Was macht sie vor der Entscheidung? Sie lässt den Vertrag prüfen. Jetzt bist du dran. Überlege einen ehrlichen Satz aus deinem Alltag mit lassen. Zum Beispiel mit Zeit, Entscheidung oder Druck. Schreibe oder sprich deinen Satz. Jetzt, da du die Regeln für lassen gesehen hast und weißt, wie man es in echten Gesprächen anwendet, kannst du die Situationen auf der Bank viel sicherer ausdrücken. Du hast Wörter gelernt, die Lücken geübt und einen Einblick in die Grammatik bekommen. Genau darauf bauen wir jetzt zum Abschluss auf, damit du selbstbewusst deine Gedanken formulieren kannst. Danke, dass du bis zum Ende bei diesem Video geblieben bist. Du hast den Dialog gehört, die Wörter verstanden, die Lücken geübt und einen ersten Einblick in die Verbkonjugation von lassen bekommen. Wenn dir das Video gefallen hat, gib ihm ein Like und vergiss nicht, den Kanal zu abonnieren, damit du keine neuen Lektionen verpasst. Teile das Video gerne mit deinen Freunden, die Deutsch lernen, denn gemeinsam macht Lernen noch mehr Spaß. Und denk daran, Übung macht den Meister. Wenn nötig, sieh dir die Lektion noch einmal an oder schau in die vorherigen Videos zurück, um alles Schritt für Schritt zu festigen. Wir sehen uns im nächsten Video. Bleib neugierig, lass dir Zeit und
Bis bald. Schreib in die Kommentare, wie benutzt du lassen im Alltag? Schreib deinen Satz.